Lass uns auf die Reise gehen. Yassas, auf Naxos! Das ist griechisch und heißt Hallo. Und der andere ist ab heute auch bei Wunderschön. Und wo liegt die Insel Naxos? Sie ist die größte der griechischen Inselgruppe Kykladen. Naxos hat jede Menge Strände, wo man prima Wassersport treiben kann. Wir machen Touren mit dem Boot, besuchen die Höhle des Zeus und vor allem, wir feiern Ostern auf der Insel. Es ist Frühling, die Woche vor dem griechisch-orthodoxen Osterfest. Die Geselligkeit der Griechen ist ja berühmt. Und gerade zum Osterfest bietet die griechische Küche so einiges. Getanzt und gefeiert wird erst ab Ostersonntag. Doch auch vorher gibt es jede Menge zu sehen und zu staunen. Kommen Sie mit, wir feiern Ostern auf Naxos. Dirk! Ich zu spät oder nur zu früh? Alles gut. Lass uns Hallo drücken. André. Nach griechischer Zeit bin ich immer pünktlich. Ja, Aber ich müsste mich absolut. noch eben kurz einmal frisch machen. Kein Problem. Ja? Ich warte vorne am Motorrad. Danke dir. Oh, Dirk, ging das schnell? Super. Ja. Wir wollen ja auch los. Dann Dirk hat Naxos unzählige Male besucht und auch einen Reiseführer über die Insel geschrieben. und dann geht's los. Okay. Wir starten zu einer Wanderung auf den höchsten Berg der Insel. Okay. Das passt aber. Platz ist da. Okay, Ja, Massage geht. auf geht's. Komme. Mit dem Motorrad fahren wir bis Danakos. Von dort wandern wir etwa 10 Kilometer lang bis zum Gipfel des Berges. Auf dem Weg liegt auch das alte Kloster Photodotis. Also wenn man hier auffüllen kann, dann würde ich noch mal die Flasche leer machen. Ja, und noch ein das bisschen Proviant mitnehmen, wenn Wasser da wäre. Da hat's Wasser. Schau, Das muss man aber auch wissen. man muss es wissen. Ja, man kann das anschalten und dann kannst du das füllen. Und das ist bestes Trinkwasser von Naxos aus den Bergen. Frisches Quellwasser. Länger hochgehen. Ja, Schatz. Nur die Mauer hier an, Dirk. Dieser Bogen, mitten in den Berg, so eine gemauerte Steinmauer. Wofür ist die? Warum ist die so gebogen, so rund? Das ist, weil unten ist ja ein Weingarten und der wird durch die Steinmauer geschützt, damit die Ziegen nicht drüber klettern und die frischen Weinblätter fressen. Diese Trockenmauern siehst du hier überall im Gelände in Naxos. Wie schwierig ist dieser Wanderweg hier?
Eigentlich einer der einfacheren. Was? Ach, ich sag's Weil er schwer. gut- Mir kommt das schon schwerer vor. Also, Das ist einer der weniger steilen Ja. Wege. Auf Der Wind ist Insel. aber angenehm. Aber gut zu finden. okay. Dank dir und der guten Beschilderung. Im Frühling kann man hier auf der Tour viele Wiesenkräuter sehen, die im Sommer von der Hitze längst verbrannt sein werden. Ja doch, Oregano, oder? Ja, Oregano oder Rigani. wie man Rigani in auf Griechenland Griechisch. sagt. Ja, Zwischen den Fingern reiben, da hat man was Genau. für einen Weg. Hier gibt es ja auch eine für Menge, den, oder? für den Salat, in die Tomatensauce, von der Spaghetti. Das ist lecker. Oh, den Distel habe ich auch gerade gemerkt. Oh, schau mal hier. Eine Zistrose. Eine Zistrose. Die blühen meistens erst im Juli, aber manche sind schon früher. Das ist eine schöne Pflanze zum Teekochen. Hat auch antiseptische Wirkung und Kann ich auf meinen Distelstich schmieren. eine sehr hochwertige Kräuterpflanze, die gegen vieles hilft. Fotozeit, warte. So viel Zeit muss sein. Der Legende nach hat hier eine Prinzessin Gott zum Dank eine Kirche bauen lassen, weil sie auf einer Seereise um Naxos aus großer Gefahr gerettet wurde. Wahrscheinlich im 12. Jahrhundert kamen die ersten Mönche hierher und bauten die alte frühchristliche Kirche zu einem Wehrkloster um. Das sieht man heute noch an den dicken Mauern und den Vorrichtungen zum Ausgießen von Pech. 2007 wurde die Restaurierung von Fotodotis vollendet. Man kann das Kloster auch innen besichtigen, aber nicht heute. Wir kommen wieder. Ich könnte Bescheid geben, dass wir kommen. Nein, nein, bloß nicht. Das mögen die Popen gar nicht. Und den Glockenläuten, das machen nur die Touristen. Okay, gut, dann mach ich das nicht. Für Bitte. die Tiere oder Bitte. für die Touristen? Für die Tiere, für die Ziegen. Wiedersehen. Wiedersehen bis nachher. Wofür der Zaun ist, weiß ich. Für die Schafe. Ja, guck mal. Ja. Ich kann Griechisch, man. Den Ausblick lasse ich mir nicht entgehen. Sonst guckt man immer nur auf die Steine vorher, dass man nicht stolpert. Aber wenn man dann mal zur Seite guckt, hat man echt jetzt schon einen Der Ausblick. Blick ist wunderschön. Ja. Wir nähern uns dem Gipfel. Der Weg ist ausgeschildert, gelegentlich mit roten Markierungen und manchmal auch nur durch Steinhaufen. Das muss man wissen. Frisch wird's hier oben auf 350 Metern.
Dirk, runter war leichter. Warte, hast du? Und hopp. Okay. Was ist denn das? Riesenloch? Das ist ein Kalkbrennofen. Hier hat man früher ungelöschten Kalk gelöscht. Weit oben in den Bergen, aber offenbar war das ein günstiger Platz. Und das ist ja auch ein chemischer Prozess, in dem viel Wärme entsteht. Und das muss an einem sicheren Ort stattfinden. Und offenbar war das hier. Jetzt ist es auf jeden Fall ein guter Windschutz. Bis in die 1970er Jahre wurden diese Kalkbrennöfen betrieben. Meist zu dieser Jahreszeit kurz vor Ostern. Denn die Einwohner von Naxos brauchten dann jede Menge Kalk, um ihre Häuser weiß zu streichen. Trockenmauern begrenzen hier die Weiden. Die Steine halten zusammen, ganz ohne Mörtel. Dirk findet die Tour ja nicht so schwierig, aber man sollte schon trittfest sein und gutes Schuhwerk anhaben. An dieser Abzweigung führt ein weiterer Weg auf den Gipfel. Er ist noch ein bisschen schwieriger, denn er führt über steile Geröllhänge. An manchen Stellen geht es 300 Meter in die Tiefe. Immer mehr Wanderfans fahren mittlerweile nach Naxos. Es gibt Routen an der Küste, aber vor allem im Inselinneren. Auf den Zeusberg wandert man entweder von der kleinen Kapelle oberhalb von Danakos direkt zum Gipfel oder man nimmt von Filoti aus den schwierigeren Weg. Der hat den Vorteil, dass man an einer ganz besonderen Höhle vorbeikommt. Also der Zeus hat nicht nur dem Berg seinen Namen gegeben, sondern auf der Südseite des Berges gibt es auch eine Höhle. Die ist auch nach Zeus benannt. Das ist der Eingang. Achtung, ohne Taschenlampe kommt man darin nicht weiter. 1962 wurden hier archäologische Funde gemacht, die von der Steinzeit bis zu den antiken Römern reichten. Aber ihren Namen hat die Zeushöhle von einer Geschichte aus dem griechischen Götterhimmel. Der noch kindliche Zeus soll hier vor seinem Vater Kronos versteckt worden sein, weil der ihn, wie auch seine anderen Kinder, umbringen wollte. Der kleine Zeus wurde hier von einer Nymphe namens Amalthea großgezogen. Später verließ er, inzwischen erwachsen, die Insel Naxos, tötete seinen Vater und wurde selbst zum Herrscher des Olymp. Die Zeushöhle ist geologisch noch nicht voll erschlossen. Erst recht nicht für die Begehung durch Besucher. Ab und an kann man hier Fledermäusen begegnen. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und du lebst da, wo andere Urlaub machen. Oh. Das ist Kitro, Schön fruchtig. Zitronig. die Spezialität der Insel. Zum Wohl. Jammers. So. Zitrone? Zitrone, Kitro. Auch wenn es nur die Blätter sind, aber natürlich nach Zitrone. Genauer gesagt nach einer besonderen Zitronenart, die Cedrat genannt wird. Sie hat eine sehr dicke Schale und nur wenig Fruchtfleisch. Vielleicht kam man deshalb auf die Idee, als Material für den Likörbrand die Blätter zu benutzen. In dieser Destillerie im Dörfchen Chalki unterhalb des Zeusberges stellt die Familie Valindras den Kitro schon seit 5 Generationen her. Er ist schwer zu bekommen außerhalb von Naxos. Die Blätter kommen mit Wasser, Alkohol und ein paar geheimen Zutaten in den alten Kupferkessel. Der wird angeheizt, um die Flüssigkeit 2- bis 3-mal zu destillieren. Der Likör soll später zwischen 30 und 36% Alkohol haben. Deshalb kommen vor dem Abfüllen noch mehr Wasser, Zucker und natürliche Farbstoffe dazu, die den unterschiedlichen Alkoholgehalt anzeigen.
Hydro wird seit 200 Jahren auf der Insel Naxos destilliert. Bis heute wird das Getränk ausschließlich in Griechenland in der traditionellen Art hergestellt. Das soll auch so bleiben. Man hat sich in der Europäischen Union die Markenrechte gesichert und hofft auf großen Absatz auf den internationalen Märkten. Unglaublich. Wie aus der Werbung. Und es macht warm. Das macht warm nach dem Aufstieg durch den Wind. Ja. Nicht nur wegen des Kidro-Likörs sollte man nach Chalki fahren. Hat Dirk gesagt. Das machen wir dann auch mal heute. Chalki war wegen seiner Zitrus- und Olivenhaine immer ein recht wohlhabender Ort. Deshalb findet man dort auch ein paar schöne alte Villen und Herrenhäuser. Man hat sich heute auf Tagestouristen eingestellt. Viele Geschäfte haben ihre Werkstätten mit im Laden. Besucher können den Handwerkern bei der Arbeit zusehen. Und außer Geschäften gibt es hier natürlich auch eine Weinbar, eine Taverne und andere Restaurants. Von Chalki aus in der Tragea-Hochebene geht es jetzt Richtung Küste. Denn da kann man gut surfen. Danach fahren wir zurück ins Inselinnere nach Apirandos. Dort sind eine Menge Ostervorbereitungen im Gange. Und nicht nur dort. In der Woche vor Ostern, genannt Megali Evdomada, die große Woche, werden fast überall auf der Insel die Kirchen und Häuser geschmückt und frisch geweißt. Das ist auch die Zeit, in der viele Surfcamps auf Naxos öffnen. Mindestens 9 Surf-Hotspots gibt's auf der Insel. Wenn die Wassertemperaturen im Frühling langsam steigen, beginnt die Saison. Hier trainiert übrigens auch Lennart Neubauer, der 2024 beim World Cup auf Sylt Weltmeister im Freestyle-Surfen geworden ist. Der Deutsch-Grieche lebt auf Naxos und surft, seit er 8 Jahre alt ist. Mit 11 Jahren nahm er an seinem ersten großen Jugendwettbewerb teil. Mit 12 Jahren fuhr er bereits bei den Erwachsenen mit. Lennart fährt auf Naxos bei jedem Wetter, wenn der Wind stimmt. Das ganz Besondere an Naxos ist, wir haben dieses Riff hier, was es sehr anfängerfreundlich macht. Das heißt, außerhalb vom Riff haben wir richtig schöne Wellen, wenn man Sprünge machen möchte. Und wenn man dann innerhalb vom Riff fährt, dann ist es super halt für Anfänger, die halt gerade erst in den Sport eintreten. An der Nordostküste von Naxos weht ein kräftiger Wind. Da geht auch das klassische Surfen. Lennarts früherer Lehrer Manolis bringt mir das Wesentliche bei. Am Anfang legst du dich aufs Board. Fängst dann an zu paddeln. Links, rechts und fährst geradeaus. Dann müssen wir draußen auf die richtige Welle warten. Wenn die kommt, drückst du dich mit den Händen hoch. Linkes Bein vor, rechtes nach hinten und dann los.
Wenn man surfen lernt, geht es nicht nur um die Körperbeherrschung auf dem Brett zu stehen, man muss auch lernen, die Welle zu lesen. Das heißt, sich die perfekte Welle auszusuchen, um einen Ritt gut hinzukriegen. Aber auch um möglichst kraftsparend zu paddeln. Ein Trick ist, die Strömungskanäle zu nutzen, die entstehen, wenn sich das Wasser nach dem Wellenschlag Richtung Meer zurückzieht. Das habe ich noch nicht so raus. Das Anstrengendste ist eigentlich das Rauspaddeln. Jetzt die Welle aussuchen und den richtigen Moment, um aufzustehen. Dann mal los. Pame. Pame. Pame heißt fahren. Genau. Los geht's. Na, los Pame. geht's, genau. Pame, dann Pame. Lisa ist von Beruf Fotografin und lebt schon lange auf Naxos. Wie lange lebst du hier schon? Seit 18 Jahren lebe ich jetzt hier auf der Insel. Also als Ausländerin würde ich mich jetzt hier nicht mehr sehen. Also ich glaube, ich bin jetzt wirklich echt voll integriert und die meisten sagen auch. Du bist mit einem Einheimischen verheiratet? Ganz genau. Seit 13 Jahren sind wir zusammen und seit 2017 sind wir auch verheiratet. Aber seit 18 Jahren hier, das heißt, du bist alleine hierher gekommen, gar nicht wegen der Liebe? Nee, also schon wegen der Insel. War gerade so spannend. Schon die Liebe zur Insel. Warte, merkst du, ich muss einmal kurz tanken? Ah ja, alles klar. Weißt du, wo der Tank ist? Rechts oder links? Was heißt einmal volltanken, bitte? Na to jemisete. Ja, sir. Nato jemitese. Na to jemisete. Nato jemitese. Jemisete, genau. Schön, dass Sie das machen, oder? Total. Als Service. Genau. Evkaristo. Baikat. Mekata. Mekata. Dann einmal den. Aufpassen ist durch den Programm alles. Da bist du mal von links. Yassas, Yahara. Yassas. Wir sind wieder auf dem Weg ins Inselinnere. Naxos ist steinig, aber auch ziemlich grün. Ein Viertel der Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Der Berg geradeaus am Horizont sieht aus wie ein Steinbruch. Und da oben wird halt der Marmor abgebaut, ne? Der naxotische berühmte Marmor. Ein Steinbruch, der noch in Betrieb ist. 5000 Tonnen Marmor werden auf Naxos jährlich gebrochen und exportiert. Seit der Antike wird dieser Marmor für Skulpturen benutzt und für die Innenraumgestaltung. Früher aber sogar für Mauern und Bordsteine auf der Insel. Unglaublich. Und selbst die Gehsteige hier habe ich gesehen. Ja. Bei mir habe ich noch niemals die Küchenplatte aus Marmor und ihr habt die Gehsteige aus Ja. Marmor. Ist auf jeden Fall. Das sieht aus wie ein Wolf. Ist aber Ja, rot. wirklich, Wahnsinn. Boah. Oh, das wäre ein tolles Foto gewesen. Genau so habe ich auch gedacht. Ja, Ich dachte, jetzt hier ich das kann nicht Element. zücken. Aber du hast dein Tele dabei.
Auch in Apirantos läuft man auf Gehwegen und an Hausfassaden vorbei, die aus Marmor gemacht sind. Abgebaut wurde hier auch ein besonders hochwertiger Schmiergel. Deswegen gibt es hier auch ein geologisches Museum, in dem Steine und Fossilien der Insel erklärt werden. Eine Gasse schöner als die andere. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem kriegt man überall so leckere Sachen zu essen. Ja. Und es ist eher abends was los, ne? So. Ja, doch schon. Allerdings sind wir jetzt zu Ostern noch in der Vorsaison, sagt Lisa. Die Urlauber lieben das malerische, aufgeräumte Dorf, die Produkte, die hier verkauft werden und seine Tavernen. Im Juni ist es in Apirantos nicht so leer. Guck mal hier, wie schön die Aussicht mit den Bergen. Jetzt wieder die Sonne, ne? Ja. Dann erst die Wolken, Genau. der Nebel, jetzt die Sonne. Ja. Sollen wir hier nicht vielleicht noch ein Foto machen? Von mir aus überall. Das wird nie langweilig. Ja. Zack, Vogel durchs Bild. Ich hab ihn. Ja. Apirantos, sagt Lisa, ist ein sehr traditionelles Dorf, das seine alten Mauern liebt und seine Bräuche pflegt. Die Woche vor Ostern, in der wir uns gerade befinden, gehört auch im griechisch-orthodoxen Glauben zur Fastenzeit. Jetzt die große Woche. Wann fängt das Fasten an? Zu welcher Zeit? Also das Fasten fängt immer am sauberen Montag an. Das heißt der Tag nach Karneval, wenn Karneval vorbei ist. Das ist wie bei uns der Aschermittwoch. Ja. Und das heißt hier halt der saubere Montag, weil ab da ja gefastet wird. Aber Karneval hätte ich jetzt hier gar nicht so, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Also Nee? in Köln schon, als Kölner wirklich da Natürlich, klar. ist was los. Aber hier wird Karneval gefeiert. Ja, auf Naxos wird Karneval richtig groß gefeiert, auch schon länger. Und zwar zum Beispiel in Apirantos gibt es ganz, ganz tolle Sachen, die da gemacht werden. Die Männer, auch viele Jüngere, also Jungs zum Beispiel, die behängen sich da mit ganz, ganz vielen Ziegen- und Schafsglocken. Und die sind dann richtig schwer und haben auch Schafsfell an. Und dann springen die damit durch das ganze Dorf und schreien auch laut und tanzen zusammen. Machen richtig Lärm. Bis zu 20 Kilo Glocken hängen hier an jedem Mann. Ein Brauch, der mit der Hirtenkultur der Insel zusammenhängt. Getanzt wird mit Olivenholzstäben oder den hohlen Stängeln des Riesenfenchels. Es wird viel getanzt und wild gesprungen im Karneval auf Naxos. Am letzten Karnevalstag dürfen die gläubigen Orthodoxen noch mal richtig essen und trinken, bevor dann die strenge Fastenzeit beginnt. Das viele Essen und Trinken hat aber nicht nur mit dem darauffolgenden Fasten zu tun, sondern auch mit dem antiken Kult um Dionysos, dem Gott des Weines, der Freude, des Wahnsinns und der Ekstase. Dieses Fest fand in der Antike ebenfalls im Frühjahr statt. Dass der Karneval auf Naxos auch auf vorchristliche Bräuche um Dionysos zurückgeht, zeigt sich vor allem bei der Prozession im Hauptort der Insel. Dort tritt der Gott nämlich leibhaftig zwischen seinen tanzenden Anhängern auf. Groß gefeiert, es wird was getrunken, Wein ganz getrunken, genau. stimmt. Okay. Ja, bevor halt das große Fasten losgeht. Ne? Nicht nur zu Karneval wird getanzt, auch zu Ostern. Und das muss geübt werden, vor allem in jungen Jahren. Lisa kennt hier eine sehr musikalische Familie. Dieser Tanz nennt sich Sirtos und ist ein typischer Tanz, bei dem ein Paar beginnt und andere dazukommen. Das Muster? Immer 6 Schritte in Folge, gegen den Uhrzeigersinn.
Zuerst muss man beim griechischen Tanz wissen, es sind nicht die Füße, die tanzen. Es hat nichts mit den Schritten zu tun. Der Tanz ist beim Mund, bei den Augen und am Herzen. Bin ich beruhigt, das könnte ich hinkriegen. Damit wir den Tanz verstehen, schauen wir zuerst auf den Takt. Tap, tap, hop, 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 tap, tap, hey, tap, tap, hop, tap, tap, hey. Hey, zurück und? Tap, tap, hey, piso. Und los geht's. Hey, piso, hop, tap, tap, hey, tap, tap, 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 hop. Vamos. Hey, ho, hey, ho. Bei diesem Tanz namens Ballos versucht der Mann, die Frau mit Sprüngen und Bewegungen für sich zu gewinnen. Tap, tap, hop, tap, tap, hop, tap, tap, hop, tap, tap, hop, tap, tap, hop. Bravo. Wow! Wow! I don't need my feet. Ich brauche meine Füße nicht, ich habe mein Herz und meinen Mund. Oh yeah. Evcharisto. Oh. It looks so easy. Das sieht so leicht aus und es ist echt heftig. Oh. Der nächste Morgen in Apirantos. Es ist Mittwoch in der Karwoche, noch 4 Tage bis Ostern. Jetzt werden in den meisten Kirchen mehrmals täglich besondere Messen abgehalten. Jeden Tag hören die Gläubigen von den biblischen Ereignissen in der Karwoche. Das letzte Abendmahl, die Kreuzigung und die Auferstehung. Kerzen spielen eine große Rolle. Sie symbolisieren das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat. Auch das Küssen der Ikone, der Heiligendarstellung, gehört zum griechisch-orthodoxen Ritus. Wir sind im Haus einer Verwandten von Stefanos. Marietta hat eine Menge Kräuter in ihrem Garten. Nächste. Wir sammeln sie für einen Tee. Minze, Lavendel und Rose. Später dann dazu Orangenschale. Sehr gut, ja. Das reicht dann. Der Tee soll auf dem Herd 20 Minuten ziehen. Nun zeigt uns Marietta, wie sie ein typisch griechisches und natürlich vegetarisches Fastengericht zubereitet. Teigtaschen gefüllt mit Reis und Kräutern. Rosinen?
Reis. Geschmacksbringer sind Wildkräuter wie Löwenzahn, Minze und Fenchel. Und dann noch... Ja, aber nur junge Blätter und die Knospen, bevor sie sich öffnen. Sonst sind sie zu hart und werden auch beim Kochen nicht weich. Oi? Yes. Alles? Yes. Dass es nicht anbrennt bestimmt, ne? Oh ja. Oh ja, oh ja. Merci. Und dann schön mit dem Sud, mit der Flüssigkeit einmal vermischen. Wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Ich mache das nach Augenmaß. Jetzt erst kommen die Rosinen rein und danach Pfeffer und Salz. Und das sieht auch schon immer besser aus. Wir geben noch ein bisschen Wasser dazu. Manche tun mehr oder manche tun weniger Rosinen, Kräuter oder Minze rein. Aber das ist Marietta, Spezial. Der Teesud, den wir vorhin gekocht haben, wird jetzt zum Trinken mit Wasser verdünnt. Sagt man auch Jammers bei warmen Getränken? Jammers. Jammers. Und Plätzchen natürlich dazu. Nee, was macht man in Griechenland? Oh ja, nicht nur in Griechenland, auch in Germania. Ja. Weiter geht's mit den Teigtaschen. Wenn das Wasser der Füllung verkocht ist, wird die Mischung in Rechtecke aus Filot oder Blätterteig gefüllt. Umklappen, Ränder festdrücken und ab in den Ofen. Wow! 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 Wo ist der Ball? Ποιος θα φάει? Marietta, André, wir beide haben das gemacht. Und jetzt dürfen wir probieren, ja? Ποιος θα φάει? Πάντως το Φτιάξαμε πιτσάκι. μαζί με τον Αντρέ. Hier. Wow. Wow. Das hört sich doch gut an. Tak, tak, hep. Tak, tak, hep. Tak, tak, hep. Tak, tak, hep. Schon wieder so ein hübsch gelegenes, weiß getünchtes Dorf. Byblos hat außerdem ein Wahrzeichen. Diese 3 historischen Windmühlen. Nicht zu übersehen. Wir fahren Richtung Küste durch die fruchtbare Tragea-Ebene mit ihren Olivenbäumen. Jetzt im Frühjahr blühen die Bäume und die Olivenbauern schätzen an der Fülle der Blüten ab, wie gut die Ernte wird. Aber sicher ist es nicht, ob aus den Blüten auch Früchte werden. Das hängt vom Regen im Winter ab und was davon noch in der Erde ist. Jetzt im Frühjahr erntet man hier Kohl, Kartoffeln, dicke Bohnen und Artischocken. Im Sommer wachsen hier Tomaten, Auberginen, Paprika und Melonen. In den 1970er Jahren vor dem Tourismus war die Insel quasi autark. Da hatte fast jeder Naxiote ein paar Felder und Vieh für den Eigenbedarf. Kostatis ist einer der letzten Farmer, die heute noch so leben. Er hält Ziegen und hat eine seltene Art von Schwein. Und er hat Pflanzen, die man hier nicht vermutet. Zum Beispiel Zuckerrohr.
Um an die süßen Pflanzenteile zu kommen, muss man das Rohr aber erst mal schälen. Die Indianer in Amerika haben das gegessen und sich so auch ihre Zähne sauber gehalten. Weil das Material sich dafür eignet, diese Faserigkeit. Schön süß. Wenn das Zuckerrohr reif ist, kann man es pressen. Das ergibt den Zuckerrohrsaft. Wenn man den kocht, entsteht Melasse, flüssiger Zuckersirup. Daraus kann man dann auch noch Jaggery machen, festen, unraffinierten Rohrzucker. Kostatis bewirtschaftet 14 Hektar Land auf ökologische Weise. Biogemüse, sagt er, ist aber auf Naxos eher ein Nischenprodukt, das sich die Einheimischen nicht leisten können oder wollen. Er setzt deshalb eher auf den Anbau und die Verarbeitung von Heilkräutern. Das ist Echinacea, auch Sonnenhut genannt. Ist sehr gut für das Immunsystem. Wir verarbeiten die Echinacea direkt hier auf der Farm. Wir trocknen die Blüten und machen daraus Tee. Aber wir machen auch Tinkturen oder Öle daraus. Man kann viel daraus machen. Wir haben auch viele Obstbäume auf Naxos. Noch. Aber immer mehr Leute kaufen Land und bauen Ferienanlagen darauf. Die landwirtschaftliche Nutzfläche wird so immer kleiner. In seinem Hofladen verkauft Kostatis die Schätze aus seinem Garten. Solche Läden gibt es auf Naxos überall. Die typisch griechischen Produkte wie Honig oder Gewürze sind für die Urlauber perfekte Mitbringsel. Die kleinen Packungen lassen sich prima im Koffer transportieren. Da war doch noch was. Auf unserer Wanderung hatten wir das Kloster Photodotis nicht von innen gesehen. Das holen wir jetzt nach. Pater Petros kann uns die Räume heute zeigen. Die ehemaligen Wohn- und Speiseräume der Mönche liegen im 2. Stock, direkt über der Kirche. Hier oben haben die Mönche gelebt. Es waren so um die 20. Und hier stand damals der Tisch, an dem sie gemeinsam gegessen haben. Wir sprechen über die Frühzeit dieses Klosters, als die Mönche nicht nur beteten und arbeiteten, sondern auch für die Verteidigung ihrer Kirche zuständig waren. Sehr viel wissen wir über die damalige Zeit nicht. Es gibt keine schriftlichen Überlieferungen. Aber sicher ist, dass die Mönche hier sich selbst versorgt haben. In der Fastenzeit mussten sie nicht nur auf Wein, sondern auch auf Öl verzichten. So schrieb es die Kirche vor. Gebaut wurde das Kloster im 6. Jahrhundert von einer byzantinischen Prinzessin. Ihr Schiff drohte im Sturm vor der Ostküste von Naxos zu sinken. Sie versprach Gott, durch den Bau eines Klosters zu danken, wenn sie gerettet werden würde. Und zwar genau an der Stelle, wo sie an Land Licht sehen würde. Hier war das erste Licht, das die Prinzessin sah. Eine kleine Kapelle muss es damals schon an diesem Ort gegeben haben. Der Eingang befand sich laut Archäologen an dieser Stelle. Hier die Tür, da der Boden. Wir stellen uns das so vor, dass hier ein Ölläppchen stand. Und dieses Licht sah die Prinzessin und beschloss, hier ein Kloster zu errichten. Daher der Name Photodotis Christos, Lichtwerdung Christi.
Besuch aus Naxos-Stadt. Die aus Deutschland stammende Niki Katsaras ist aktiv in der Kirchengemeinde und liebt byzantinische Gesänge. Heute singt sie mit Pater Petros zusammen auf Altgriechisch das Osterlied der Griechen. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Αναστάσεως ημέρα και λαμπρηθόμεν τη Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατο πατήσας και τήσε εις μνήμας. Schöne Weiß kommt halt nicht von irgendwoher, oder? Ja, ist alles viel Arbeit. Man schon dranbleiben. Warum macht man das hier alles so weiß? Früher war es schon so die Sitte, dass um die Osterfeiertage die ganze Straße und auch die Häuser alle frisch gekalkt wurden, weil halt das Weiß auch die Farbe der Reinheit ist. Und an Karfreitag gibt es ja die große Karfreitagsprozession, die durch alle Straßen geführt wird. Und da wollte man natürlich, dass alles schön weiß und sauber ist. Darf ich dir was abnehmen? Ja. Sitze ich hier nicht nur so rum? Kannst du gerne mal versuchen. Ja. Alles klar. Immer schön abtropfen lassen, damit Ja. keine Tropfen zwischendurch ist. Und die Form, ist es so ein bisschen nach Gefühl? Genau. Okay. Spontanität ist gefragt. Ein gutes Gefühl. Ja. Hat doch auch irgendwas Meditatives, so zum Einstieg zu Ostern, oder? Um dieses Gefühl zu Beginn. Ja, es wird halt vor Ostern auch alles sauber gemacht und weiß gemacht, weil die Karfreitagsprozessionen ja hier vorbeiführen. Warum ist denn das so? Warum ist denn Ostern hier so groß? Ja, die Bedeutung kirchlich gesehen der Auferstehung ist einfach so groß. Und es ist auch immer wieder so das Fest der Zusammenführung nach dem langen Winter der Familien. Die ganzen Familien kommen dann aus Athen und treffen sich dann wieder alle. Und auch im kirchlichen Bereich gibt es eine lange Fastenzeit vorher. Das sind 7 Wochen. Fastest du auch? Ja. Du verzichtest auf die ganzen Leckereien für den Zeitraum? Genau, das ist praktisch eine vegane Ernährung, dieses Fasten. Weil du auch zur Orthodoxie übergegangen bist? Ja, genau. Als ich damals, als wir geheiratet haben, damit wir kirchlich heiraten konnten, bin ich getauft worden. Hatte am Anfang noch nicht so viel damit zu tun, aber irgendwann habe ich dann meinen Weg in die Kirche gefunden. Ich habe dann angefangen, auch in dem Engagement mit der Kirche die byzantinische Musik zu lernen. Das ist die Musik, halt, die in den Gottesdiensten gesungen wird. Auch auf Griechisch? Auf Griechisch ist das und auch auf Altgriechisch. Das ist ja noch mal was anderes. Da wäre ich ja noch nervöser. Ja, am Anfang ist man auch nervös, aber das legt sich irgendwann. Zwar findet man auf Naxos die gängigen Osterdekorationen, die wir alle kennen und benutzen, aber die Bräuche und Riten des griechisch-orthodoxen Osterfestes scheinen doch wirklich sehr verschieden zu sein. Ja, mal. Wo ist denn sonst noch der Unterschied? Gerade bei Ostern gibt es ja auch noch einen Unterschied, ne? Oder einen großen Unterschied. Ja, es ist ja einmal so, dass es nicht immer am selben Tag gefeiert wird mit das westliche und das östliche Osterfest. Das kommt halt daher, generell wird überall bei allen Christen das Osterfest an dem ersten Sonntag
nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang gefeiert. Okay, und durch den Vollmond wechselt es halt, dass es nicht immer zur gleichen Zeit ist. Genau. Bei den Orthodoxen ist es jetzt so, dass die den alten Kalender gebrauchen, den julianischen, um den Frühlingsanfang zu bemessen. Also haben wir praktisch erst, wenn bei euch der 3. April ist, Frühlingsanfang. Somit, wenn in diese Spanne zwischen eurem Frühlingsanfang und unserem Frühlingsanfang der erste Vollmond fällt, dann habt ihr einen Monat früher Ostern als wir. Also kann man auch sagen, wenn es nicht so nah beieinander liegt, man möchte einfach hier Urlaub machen zur Osterzeit. Dass man einfach guckt, Mensch, ich feiere zu Hause Ostern und hier gucke ich mir einfach die Bräuche, das Land und die Leute und die Feiern an. Hier kommt fast jeder an, der auf Naxos Urlaub macht, im Hafen von Naxos-Stadt. Die Fähre von Athen braucht 5 bis 7 Stunden, der schnellere Katamaran unter 4. Einen internationalen Flughafen hat die Insel nicht, nur einen für Regionalflüge. Die Griechen nennen Naxos-Stadt auch einfach nur Kora, wie auf vielen Inseln die jeweilige Hauptstadt genannt wird. In der Karwoche beginnt die Saison für die Geschäftsleute, die vom Tourismus leben. Es kommen viele Griechen vom Festland, aber auch immer mehr internationale Gäste. Komm, ich lade dich ein. Oh, danke. Such dir was aus. Jetzt auch schön. Yassas. Ja. Yassas. So, was typisches Griechisches wäre toll. So was man bei uns nicht bekommt. Was habt ihr an typisch griechischem Eis? Typisch griechisch ist Mastika und Tsureki-Eis. Beide, jeweils eine. Nicht eher in der Waffel, oder? Dafür aber riesen Kugeln. Das ist ja schon keine Kugel mehr, das ist ja ein Schlag. Hier, ein Riesenschlag. Ja. Wow. Eine Schippe. Hm? Evkaristo? So, Warum möchtest du anfangen? Auch schön cremig, ne? Ja. So fest. Ja. Evkaristo? Danke, vielmals frohe Auferstehung. Dann jammers. Auch beim Essen. Genau. Ja. Und es ist ja Milcheis. Also Milch wäre eigentlich beim Fasten ein No-Go, was man nicht isst. Fastest du? Stimmt. Nee, ich faste nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und andere Dinge, wenn jetzt Touristen kommen und sagen würden, Ja. so wie ich, Mensch, ich möchte hier Urlaub machen und möchte da irgendwie auch das Essen genießen. Ja. Kriegt man während der Fastenzeit alles? Natürlich, das Ja? ist absolut kein Problem. Es gibt natürlich auch Griechen, die nicht fasten. Also das ist jetzt nicht so ein ganz strenges Muss. Das muss jeder mit sich selber vereinbaren. Aber trotzdem, man findet hier alles. Und das sind die Bezirke, die wir jetzt erkunden. Die Strandpromenade bis zum Hafen haben wir ja schon gesehen. Jetzt geht's in die alte Festungsanlage Castro und danach in die Altstadt mit ihren schönen Geschäften. Die alte Festungsanlage Castro, die einst die Venezianer hier im 13. Jahrhundert errichtet haben, bestand immer schon aus Wohnhäusern. Die italienische Handelsmacht hielt im Laufe der Jahrhunderte eine Vielzahl griechischer Inseln besetzt, auch Naxos. Die meisten Häuser hier sind heute nicht dauerhaft bewohnt. In der Sommerzeit kann man hier viele Museen, Galerien und Kunsthandwerksbetriebe besichtigen. Dass es jetzt im Frühjahr noch sehr ruhig ist, hat seinen eigenen Charme. So, dann einmal bitte hier durchs Labyrinth. Es ist überall schön. Ich wusste gar nicht, ob da lang oder hier lang. Ja. Hallo, Echo. Das ist weniger. Ne? Das Wir sind in der Altstadt unterwegs. und überall kommt die Sonne hin. Ja, Auch du, gehen wir das ist einmal helle. links. Guck mal, wie schön. Apartments hier zu wohnen. Es ist eigentlich wunderschön, hier zu leben. Nur halt möchte ich die Einkäufe hier unten nicht vergessen. Oder hier hochschleppen, hochzuschleppen, ne? ja. Genau. Ja. Hier rechts. Da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Genau. Aber sonst verläuft man sich hier doch. Ja, nee, deswegen ist auch Labyrinth. Deswegen ist auch alles so eng gebaut hier. Und an manchen Ecken auch halt sehr tief, dass man sich ducken muss.
weil hier halt damals auch Piraten die Insel aufgesucht haben. Und somit konnten sich halt die Piraten hier schön verlaufen. Und die Naxoten hatten dann halt also genug Zeit, um sie halt umzubringen. Ne? Weil die Piraten waren ja natürlich nicht... Kam immer nur einer, so nacheinander. Der nächste Genau, bitte, der ganz nächste genau, bitte. damit die bloß nicht alle hier 100 Leute... Auch schön, oh toll. Perfekt zum Verstecken. Genau. Sieht man gar nicht, man weiß gar nicht, wo sie sind. Was ist? Füttert die Katzen. Und die Katze. This is smell very good. Smell it. Good. Ah, Basilikum. Oh! Evkaristo! Oh! Evkaristo. Grazie the fest. Okay, bye bye. Have a nice time. Yeah. In den verwinkelten Gassen hilft es manchmal einfach, der Nase zu folgen. Holzofen, richtig mit Feuer, genau. Das hier ist die älteste Bäckerei von Naxos. Die funktioniert noch richtig hier mit einem Holzofen, also richtig mit Feuer und Riecht so. man auch. Auf Ja. jeden Fall. Also wenn man ein gutes Stück Brot hat hier und einen Gravierer-Käse, dann brauchst du nichts anderes. Das wollen wir Das ist natürlich mega auch. gut. Ja? Deshalb würde ich sagen, nehmen wir eins. Genau. Was heißt, was sag ich? Saithela enap shomi parakalo. Das war lang. Das war lang. Enap shomi parakalo. Parakalo. Okay. Evkaristo. Und dann kann ich auch Tipps geben. Ja, genau. 41. Kalai Master. Ja, da kommen wir her, da müssen wir hin. Jetzt auch hinsetzen. Ja, ich auch, auf jeden Fall. Im Sommer bekommt man hier nur schwer einen Sitzplatz, sagt Lisa. Dafür sind im Frühjahr noch nicht alle Geschäfte geöffnet. Einige aber schon. Hier findet auch jeder für sich irgendwas Hübsches zum Kaufen. Oder zum Mitbringen. Oder zum Mitbringen, natürlich. Ah, so wie hier, schau, so wie hier zum Beispiel das Naxos-Auge. Das Diese sind quasi Schneckenhäuser. die- Also gar genau, kein richtiges Auge, sondern eher so, es sieht so ein bisschen aus wie ein Genau. Auge. Das sind quasi die Deckel von Schneckenhäuschen, Meeresschnecken. Und man sagt ja auch, wer eins findet, muss wiederkommen. Also die findet man Genau, schon. ja. Ist- Zwar nicht mehr ganz so oft, aber jetzt, also um diese Jahreszeit, findet man sie auf jeden Fall noch. Das Hotel Pantheon ist das älteste auf Naxos. Es wird seit den 1920er Jahren betrieben. Das Gebäude stammt aus dem 15. Jahrhundert. So, und wenn ihr jetzt noch ein lecker Stück Käschen haben möchtest zu deinem leckeren Brot, dann wären wir, glaube ich, hier genau an der richtigen Stelle. Bitte, nach dir. Okay? Ja, Sas. Guck mal hier, wie das duftet. Boah, hier könnte ich aber auch alles nehmen. Okay, Frische Kamille ist zum klar, Beispiel. ja. Aber dann auch von der Insel, ne? Das ist alles Ja, so ja, alles von hier, ja. Hier Rosen. Was Pistazien, Kennst du Nüsse, alles. auch ganz typisch. Was ist das? Das hier? Das ist Kitron. Das ist eine... Kitron vom Schnaps. Ist aber auch fest. Fest und ist die Schale wird so gegessen. Die Schale kann man dann so essen, genau. Das ist eigentlich richtig gut gegen die kalten Wintermonate. Das ist Raki mit Honig und heißt Racomelo. Also hochprozentiges. Ja. Steht noch nicht drauf. 40 Umdrehungen hat er ungefähr. Oh, was ist denn der Käse? Ist das Kuhmilch, Ziegenmilch, Schafsmilch? Der kann aus Mischmilch sein oder auch nur aus Ziegenmilch oder nur Kuhmilch. Welchen würdest du empfehlen?
Also ich mag den Kefalotteri sehr gerne. Kefalotteri. Kefalotteri. Okay. Kefalotteri. Okay, dann würde ich gerne, Entschuldigung? Signomi. Signomi. Enakomati. Enakomati. Kefalotteri. Kefalotteri. Das sieht gut aus. Das sieht mehr aus. Evkaristo. Opa? Oh nein, das ist nicht. Okay. Gut. Boah. Das Das ist ist schon schon. würzig. Der hat schon so ein bisschen Parmesan-Charakter. Aber den esse ich auch gern pur. Ja, auf Aber am jeden liebsten Fall. noch Oliven dazu, Ja. Brot dazu. Wo kommt der Käse her? Und woher kommt dieser Käse? Der hier, der Arsenico, der kommt aus Galandò, der größten Käserei auf Naxos. Der Kefalotteri kommt aus Filoti. Filoti, übrigens das größte Dorf auf Naxos, ist berühmt für Wein, Olivenöl und Käse. Stefanos ist dort einer der Käseproduzenten. Er melkt seine Tiere selbst und macht auch den Käse auf sehr traditionelle Art. In die erwärmte Milch kommt Lab. Dadurch trennt sich die Molke vom geronnenen Eiweiß. Die Masse kommt in eine Käseform, die überschüssige Molke wird rausgepresst. 60 Liter Milch ergeben etwa 6 Kilo Käse. Wir pressen die Masse jetzt so lange, dass möglichst viel Molke abfließt. Drei bis 4 Laibe kann Stefanos täglich herstellen. Die reifen dann bis zu 8 Wochen und müssen dabei regelmäßig gewendet werden. In den ersten Tagen wende ich sie 4-mal täglich. Nach 6 Tagen 2-mal, nach 13 nur noch einmal am Tag. Und das ist er, der berühmte Kefalotteri von Naxos. Ja, der ist berühmt. Ich verkaufe den Käse nach Paros, Santorini und natürlich auch auf Naxos. Aber nur hier auf den Inseln. Er ist viel besser als der aus den großen Käsereien, weil die dort entrahmte Milch benutzen. Den Unterschied schmeckt man. Beide sind sehr lecker. Ja. Dann würde ich vielleicht auch beide nehmen. Ja. Ja? Ich glaube, dann nehme ich auch noch ganz kleinen Moment. Ich nehme die Seife noch mit. Moment. Ah. Da. Hier bin ich wieder. Den wollte ich auch noch mitnehmen. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Γεια σας. Γεια σας. Das könnte ich auch noch. Neben dem Hafen von Naxos-Stadt befindet sich auch ein kleiner Badestrand. Juhu. Immer wieder frisch. Und, ja, Ich dachte, es wird nicht wärmer mit der Zeit. Ist noch kalt, ne? Schon, ja. Sieht so einladend aus, aber es ist echt frisch. Ja, schon, aber nee, ist noch zu kalt. Würdest du reingehen? Bist du abgehärtet? Nee, das ist überhaupt nichts für mich. Aber für die Griechen eigentlich auch noch nicht. Also die Griechen, die haben es auch lieber gerne wärmer. Und dann sitzen unter ihren Sonnenschirmchen und halt gut mit ihrer Kühlbox und allem. Also die kommen schon gut organisiert an den Strand und versuchen auch ein bisschen die Sonne zu meiden. Kann ich nicht verstehen. Ja, wir wollen halt die Sonne, ne? Ja. Ja, und jetzt haben wir auch das perfekte Licht für den Fotografen. Ich weiß, du hast noch ein Shooting. Ja, ganz genau. Dann gut Schuss. Ich guck mal, ob ich ein Naxos-Auge finde. Wollte ich gerade sagen, vielleicht findest du ja einen. Sind die eher am Strand oder eher am Wasser? Am Strand. Ciao. Tschüss. Yassas. Soll ich hier ein Naxos-Auge finden? Zeit schon mal über das Programm morgen nachzudenken. Wir besuchen die Insel Koufonissi im Südosten von Naxos gelegen und danach fahren wir in die Berge, wo es übermorgen an Karfreitag besonders feierlich zugeht. Sonnenuntergang an der Portara. Immer gut besucht, selbst jetzt in der Vorsaison. Das Tor aus Naxos-Marmor gehört zu den Überresten eines nie fertiggestellten Tempels zu Ehren des Gottes Apollon. Das war unter anderem der Gott des Lichtes. Ja, das passt.
Am Gründonnerstag machen wir einen Ausflug zu einer kleinen Inselgruppe im Südosten der Insel. Manolis nimmt uns mit auf sein Boot. Der kleine Felsen da, der sieht aus wie ein Drache. Der kleine Felsen da in der Mitte. Aber nur, wenn es nicht gefährlich ist. Wenn der Feuer spuckt, fahren wir weg. Willkommen im Paradies. Da ist ein Loch im Felsen. Weiter und... Das ist wunderschön. So beautiful. Für mich einer der schönsten Plätze der Welt. Ja, und wenn du das schon sagst, du kennst so viele schöne Orte. Many favorites. Willkommen auf Koufonisi. Die Bilderbuchinsel Koufonisi ist nur 3,5 Kilometer lang. Eigentlich braucht man hier keine Autos. Wer sich hier ein Zimmer gebucht hat, ist mit der Erkundung der Sehenswürdigkeiten, wie diese alten Windmühlen hier, bald durch. Die Erholung kann beginnen. Noch ist nicht alles für den Ansturm im Juli und August gerüstet. Jetzt und noch bis Mai und Juni geht's hier ruhig zu. Auch auf Koufonisi ist alles für das Osterfest herausgeputzt. Die Kirche, gewidmet dem heiligen Georg, ist mit Palmwedeln geschmückt. Manolis fährt uns weiter ans andere Ende der kleinen Insel, wo es noch abgeschiedener ist. In dieser bizarren Felsenlandschaft gibt es mehrere Naturpools, in denen man schwimmen und tauchen kann. Auf Griechisch Piscini, Pool. Da! Keine Ahnung wie hoch. Und jetzt abtauchen. Hier ist nämlich ein Loch, wo man raustaucht. Ich bin gespannt, wie weit es ist und nicht, dass ich auf der Hälfte keine Luft mehr habe. Gibt's doch nicht. Was ein Gefühl, ey! Es ist gar nicht so weit, aber wenn man nicht weiß, wie weit es ist, dann ist es doch nicht so einfach. Jetzt, wo ich es weiß, will ich es direkt nochmal machen.
Zurück nach Naxos. Und noch ein idyllisches Dorf auf Naxos, das übrigens im Winter auch bald von der restlichen Insel abgeschnitten ist, weil es auf dieser Höhe einschneit. Das Dorf Moni erhielt seinen Namen von einem byzantinischen Kloster, das nur wenig entfernt im Tal liegt. Erhalten geblieben ist vor allem die Kirche. Es ist die älteste, die es auf dem gesamten Balkan gibt. Panagia Drozjani wurde im 6. Jahrhundert erbaut. Die uralten Fresken aus der Bauzeit des Klosters wurden im Mittelalter übermalt, 1964 aber wieder freigelegt und restauriert. Um die Heiligen anzubeten, gibt es in dieser antiken Kirche kleine Schreine in den Wänden, in denen Bilder aufgestellt werden. Auf einem Hügel gegenüber von Moni liegt die Taverne Takaljope. Morgen am Karfreitag wird's ernst, aber heute darf noch gespielt und gescherzt werden. Zur Taverne gehört auch diese Holzwerkstatt. Und Despina. Sie kellnert während der Saison draußen, aber viel lieber gibt sie Schnitzkurse. Ein Kreuz soll es bei mir hier jetzt werden. 4 gleiche Schenkel wie der Grundriss einer orthodoxen Kirche. Was Einfaches für den Anfang. Was Despina sonst so herstellt, das hängt da an der Wand. Auch die Bowlkugeln, mit denen die Männer draußen gespielt haben, kommen aus dieser Werkstatt. Ich stelle ganz verschiedene Dinge her. Große Vasen, kleine Schmuckanhänger oder Ketten aus Holzperlen. Manchmal setze ich auch noch kleine Steinchen dazwischen, die ich in den Bergen finde. Einem Stück Holz kann man jede Form geben. Achtung, das Holz muss ein bisschen weiter unten eingespannt werden. Nur um sicher zu gehen, dass es nicht bricht. Etwas zu tief eingesägt. Keine Sorge und nicht nervös werden. Not nervous, okay. Hier ein bisschen mehr. A little bit more. Ja. Okay, perfect. Very nice job. Ich habe diese Arbeit angefangen mit 14. Jetzt bin ich 27. Arbeitest du viel allein? Ja, denn die Arbeit entspannt mich. Und ich fühle mich frei, weil ich herstellen kann, was ich will. What do you think? Was denkst du? Ja, da ist immer noch ein Kratzer. Das sieht ziemlich ähnlich aus.
So ein kleines Kreuz macht so viel Arbeit. Okay. You like it? Gefällt's dir? Very much. Sehr. I love it. Ich liebe es. Okay. Wir sind immer noch in Moni, an Karfreitag, dem Tag, an dem Jesus auf dem Berg Golgatha bei Jerusalem gekreuzigt wurde. Es ist der heiligste und traurigste Tag des orthodoxen Festes. Der Geistliche hat seinen Talar gewechselt, von schwarz auf bunt. Denn ab jetzt wird der Auferstehung gedacht. Draußen wird am Karfreitag ein sehr gehaltvolles Fastenbrot mit Nüssen und Rosinen gereicht. Denn wer am frühen Morgen erst in die Kirche und dann zu den Prozessionen geht, hat keine Zeit zum Kochen. Bei der Karfreitagsprozession wird eine blumengeschmückte Bahre aus Treibholz von den Männern des Dorfes die Küste hinunter und schließlich ins Meer getragen. Am Strand von Kastraki macht man das allerdings erst seit 2012. Mit dem Gang durchs Wasser wird das Meer gesegnet und seine Bewohner. Danach ist die Prozession am Strand vorbei. Weiter geht's in der Kapelle. Karfreitag ist ein Tag der Trauer und der inneren Einkehr. Die Ruhe kann man im Urlaub für sich nutzen. Hier wohnst du? Mit Mama und Papa. Pass auf. Ja, was? Ach, guck mal hier. Eine Ameisenstraße. Die, guck mal hier, die schleppt was. Ja, mal ganz schön viele, ne? Sollen wir da drüber gehen? Vorsichtig. Du machst einen großen Schritt und ich komme mit. Okay, und los. Gott. Ah, Yasu, Lisa. Yassas. Oh, Nico hat mich schon abgeholt. Ja, super. Und hat mir auch gezeigt, wo es lang geht. Ja, und ich habe euch mega. auch was Gut mitgebracht. gemacht. Und Oh. zwar Ostereierfarbe. Leider nur in Rot. Es gab nur Rot im Supermarkt. Ja, weil die Eier werden in Griechenland nur rot gefärbt. Und warum? Warum macht man das? Das macht man so, weil es soll die Farbe von dem Blut von Jesus Christus darstellen.
Okay. Mhm. Schöne Deswegen Tradition. auch das Rot. So Ja, eine finde ich Kerze auch. hat meine Nonno gekauft. Ist es deine? Genau, und jedes Kind bekommt seine Kerze. Das ist die Lambada. Damit wird dann das heilige Licht zu Ostern dem Nächsten weitergegeben. Und da muss man gucken, dass die Kerze nicht ausgeht, denn die muss man bis mit nach Hause nehmen. Denn dann wird nämlich hier in jeder Haustür ein schwarzes Kreuz an der Eingangstür gemacht. Mit dem Ruß der Kerze. Mit dem Ruß der Kerze, genau. Und das soll dann halt das Haus beschützen. Das bei dem Wind nach Hause. Ja. Oder halt so Laternchen. Okay, so, Eier färben, dafür bin ich hier. Guck mal, ihr habt Genau. große, ihr habt kleine. Ja. Warm sind sie noch frisch gekocht? Frisch gekocht, Ja. genau. Und auch frisch gefunden quasi hier von Nico. Wo hast du die Eier her? Das sind unsere Hühnereier. Einmal von den kleinen Hühnern, einmal von den größeren. Wie heißen die nochmal, Nico? Ralopules. Und noch Truthahn? toll? Truthahn. Truthahn, Genau. und jawohl, Truthahn-Eier. Truthahn-Eier. Schön groß. So, und hallo. Meine Mama. Hallo. Guten Tag, André. Einmal schon mal hier das warme Wasser. Vorsicht, Nico, ist heiß. Schon näher als ich war. Hier Richtig ist schön. aber richtig tolle, intensive Farbe. Kommt der Rest hier Wow. rein. Und jetzt kommt da in beiden noch ein Schuss Essig mit rein. Und Schuss ist gut, Reicht? ein guter Schuss, ne? Aber riecht gut. Riecht gut, ne? Riecht ein bisschen nach Wein, würde ich sagen. Und rein damit. Zusammen und los. Und los. Vielleicht fehlt da noch ein bisschen heißes Wasser, damit die Farbe nicht abgeht. Gut. Okay. So. Die jetzt da liegen, kannst du Ja. da schon mitspielen? Oh, ja, Nimm, ja, greif ja. zu, ja. Ich kann hier noch so. Okay. Olivenöl, die lassen wir erst mal 3 Minuten drin. Genau. Das Tsureki, das ist eigentlich halt wie bei uns der Osterzopf, nur da sind halt auch diverse Gewürze drin, die das auch ein bisschen intensiver machen. Dürfen wir so ein rotes Ei essen? Ja, da müssen wir leider warten bis Ostersonntag. Wir haben ja gerade ein Ei. Aber müssen wir uns nur gedulden. den reingefallenen. Man macht einmal. Wir machen eine Seite so. Achtung, 1, 2, 3. Jetzt. Oh, nein! Bei mir. Bei dir nicht? Nico Immer hat nur schon eins. gewonnen. Und Okay. jetzt einmal mit mir. Boah! Das stärkste Ei. Das ist richtig gut. Das stärkste Ei hab ich. Ja, hast du. Bevor wir zur großen Osterfeier heute Abend nach Naxos Stadt zurückkehren, schauen wir uns noch zwischendurch das Dorf Filotti in der Inselmitte an. Filotti am Fuß des Zeusberges ist nach Naxos Stadt die zweitgrößte Gemeinde auf Naxos. Hier gab es schon immer eine lebendige Handwerks- und Kaufmannstradition. Die Gassen, die von den Hauptstraßen nach oben führen, sind idyllisch und ruhig. Wieder mal schön anzusehen. Hier geht's hoch in den früheren Ortskern. Fassolas alter Markt steht auf der Amphore geschrieben. Der Name stammt von einem griechischen Dorf aus dem Unabhängigkeitskrieg gegen die Türken. Die Geschäfte, die hier jedem offen stehen, sind eigentlich kleine Museen. Nikos Mustakis ist ihr Besitzer. Er hat hier nach und nach leerstehende Häuser gekauft und darin kleine nostalgische Geschäfte eingerichtet. Mein Motiv war zu Anfang, die Nachbarschaft wieder zu beleben und der Leute zu gedenken, die früher hier gelebt haben. Also so vor 50 bis 60 Jahren. Und ich möchte auch erreichen, dass die Kinder lernen. Es kommen nämlich viele Schulklassen hierher, wie früher Sachen in der Schneiderei oder beim Schmied gemacht wurden, damit das nicht verloren geht. Das hier war früher die Hauptstraße des Ortes, wo alle Geschäfte und Betriebe angesiedelt waren. Mit der Zunahme des Verkehrs musste eine breitere Straße her. Hier oben war plötzlich nichts mehr los.
Als die Straße unten gebaut wurde, zogen auch alle wichtigen Betriebe mit dahin um. Sie wollten ja mit ihren Geschäften weiter sichtbar sein. Hier ist die Zeit stehen geblieben, zum Glück. So konnte ich mein Viertel der Fachleute, wie ich es nenne, errichten. Was für eine schöne Idee, was für eine Bereicherung für Filotti. Ostern auf Naxos. Nun steuern wir auf den Höhepunkt zu. Das griechische Osterlied Christos Anesti haben wir ja schon in verschiedenen Varianten gehört. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω, θάνατο πατήσας και της μνήμας ζωή Die Nacht der Auferstehung. Das Licht, das aus der Kirche getragen wird, kam mit einem Flugzeug aus Athen und davor aus der Grabeskirche in Jerusalem. Und alle wollen das echte Auferstehungslicht mit nach Hause nehmen. Denn das bringt Glück. Also es ist eigentlich jetzt 12 Uhr. Jetzt gibt's gleich das Licht, das ja einmal rumgegeben wird. Was? Christos Anesti. Christos Anesti. Jesus ist auferstanden. Ganz genau. Was passiert denn hier heute Nacht? Passiert noch was? Wir gehen jetzt alle nach Hause mit dem Licht, Jetzt oder? gehen alle mit dem Licht nach Hause und alle wollen ganz viel Fleisch essen. Das Fasten ist hiermit beendet. Das Fasten Ja? ist hiermit beendet. Heute war überall die Hölle los bei Es den wird gegessen, es wird Metzgern. getrunken, es wird gefeiert. Ja, meine Schwiegermutter hat auch schon ganz fett aufgetischt und morgen geht's dann weiter. Morgen gibt's Ziege, gefüllte Ziege mit Reis und Kartoffeln und Salat und Tzatziki und genau, die Kilos, die man beim Fasten verloren hat, die gehen jetzt alle wieder drauf. Bereit? Okay, genau so. Nicht bewegen. Möchtest du auch Fotos machen? Klar. So, jetzt nimmst du sie so in die Hand. Sehr gut, jetzt mache ich sie dir an. Jetzt guckst du hier durch den Sucher, da durch das Loch. Und dann drückst du den roten Knopf. Bereit? Das ist ganz die Mama. Ganz die Mama, Fotograf. Guckt euch das an hier. Das ist gut geworden.